höchsten Hügel von Rom. So schön, ja, die Sonne. Hast eine eigene Rampe hier. Das ist Annette. Das ist Janina. Und das ist unsere Band. Und in dem neuen YouTube-Video zeigt euch unsere Janina Meinen absoluten Lieblingshügel, nämlich den Esquilin. Wuhu. Uns verbindet die Liebe zur Musik und die Zuneigung zwischen uns und denen sie hören. Se capisce? Non so tedesco. Ja, hat man gut verstanden, aber uns verbindet die Liebe zur Musik und die Zuneigung zwischen uns und denen, die uns zuhören. Das ist das Konzept, ja, von dieser netten Gruppe an Musicisti. Quando I turisti vi possono trovare qua? Noi adesso siamo qua il martedì mattina. Sempre martedì mattina. Noi abbiamo una pagina Facebook. Ok, come si chiama? Scioro di Piazza Vittorio. Klicken, liken, kommentieren. Yes. Okay, Annette, bevor ich dir das Viertel zeige, starten wir mit einem guten Frühstück. Super Frühstück. Frühstück ist immer gut. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Un caffè e due Due cappuccini? Cappuccini e 3 Cornetti allora. Weil die kleinen kosten €1, die mittleren €1,50. Ah. Boah, ist das lecker, die Creme. Janina, ist super. So gutes Frühstück. Aber weißt du was? Das Viertel ist sowieso total bekannt für die ganzen kulinarischen Highlights hier. Das heißt, ich zeig dir nachher noch ganz viele sehr, sehr leckere Sachen. Was wir da alles noch so finden. Aus der ganzen Welt. Mega. Und ich habe gehört, es gibt auch einen coolen Markt hier. Ja, mit dem frischsten Obst und Oder auch Gemüse. mal, Ja, da schlendern wir nachher rüber. Auf jeden Fall. Den zeige ich dir noch. Annette, Esquilin. Höchste Hügel, oder? Richtig. Okay, kurze Orientierung. Wo sind wir? Hier links ist der Termini. Hinter uns Santa Maria Maggiore. Wenn du da so 10 Minuten rumläufst, bist du beim Kolosseum. Und dann hast du noch San Giovanni in Laterano und Santa Croce in Gerusalemme. Wow. Alles hier um die Ecke. Und los geht's. Schauen wir uns alles an. Wir suchen unseren inneren Ausgleich. Guck mal, bei dem schönen Wetter hier. Was ist das für ein toller Brunnen? Einer von vielen in Rom, wo ich noch nie Wasser drin gesehen habe übrigens. Also ist immer, aber er sieht auch trotzdem so schön aus, ne? Stand tatsächlich mal ganz kurz an der Piazza della Repubblica. Und jetzt steht er hier. Also hinten kann ich erkennen, schon Tintenfisch, eine Krake, Ja, ne? ja. Legen sich rum. Aber hier wird es ja ein bisschen antik, oder? Ja. Hinter uns. Das ist ein antikes Nymphaeum. Tatsächlich als Verteiler von dem Wasser für Rom damals in der Antike genutzt. Also worden. von Das einem heißt, Aquädukt Genau. wird hierher. Genau, oben, eigentlich müsst ihr vorstellen, Richtung Termini, da war überall noch das Aquädukt. Ein Teil sieht man auch da hinten hinterm Termini sogar noch. Und dann kam das Aquädukt ganz oben an. Und dann gab es verschiedene Ebenen und das Wasser floss dann so langsam runter und ging in die weiteren Bereiche von Rom, die tiefer lagen. Das heißt, es war wirklich ein Verteiler eigentlich für Wasser. Und das muss man sich total pompös vorstellen. Alles mit Marmor verkleidet, überall so kleine Wasserfälle, ganz viele Statuen waren da dran. 2 Statuen sind heute übrigens auf dem Kapitolzügel. Die wurden dann im 16. Jahrhundert verschoben. Die Trophäen von Marius, die wurden dort hingebracht. Vermeintlichen Marius, und die wurden dort hingestellt und stehen da jetzt bis heute. Ja, deswegen heute nur noch so ein paar Reste davon zu sehen, aber trotzdem imposant. Man kann sich vorstellen, wie das aussah. Ne? Cool, ne? Manchmal würde ich mir wünschen, man könnte jetzt mal so, zack, Lass uns 2000 beamen. Jahre zurück, ne? Also Genie-mäßig so. Tschung. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass eigentlich, nachdem hier
Also Antike vorbei, Mittelalter. War hier an der Stelle eine riesige Villa, die Palombara, 17. Jahrhundert. Riesige Eingänge, einen Eingang sieht man sogar noch. Das ist die Porta Martica da vorne. Das heißt, hier wurden dann verschiedene große Villen gebaut, bis dann eben Ende 19. Jahrhundert hier diese neuen Portici alle gebaut wurden, die wir heute sehen. Das heißt, von der Reste von der Villa sieht man eben nur noch da vorne. Da hinten, da stehen so skurrile Statuen und eine berühmte, ganz geheime, magische Tür. Und wenn man dazu noch ein bisschen mehr erfahren möchte, zu dieser Porta Martica, Dann bucht unsere Esquilin-Tour. da sieht man nämlich jetzt den Namen des Gartens. Das ist der Nicola Calipari. Der wurde nämlich, dieser Park wurde neu gemacht 2006 und wurde nach ihm benannt. Warum? Fragt man sich natürlich. Das war nämlich, wie es da auch eben steht, ein berühmter Agent oder ein Geheimagent, der bei der Befreiung einer berühmten italienischen Journalistin dabei war im Irak. Und da nämlich sie unter ominösen Umständen sollte sie umgebracht werden am Flughafen. Und er hat sich dann vor sie geworfen und wurde dann halt eben erschossen in der Sekunde am Flughafen. Und zu Ehren von ihm hat man ihm dann hier den Park Weil er ein richtiger Held Genau, ein geworden richtiger ist. Held. Und sie hat überlebt. Genau, richtig. Und er ist gestorben. Und du sagst Geheimagent. Ich habe mal gehört, hier auf dem Esquilin ist auch so ein Sitz der Geheimpolizei oder so der Spitzel etc. Das ist ein Italiens. großer Geheimdienst, der sitzt hier. Der sitzt da vorne an der Piazza Dante, Richtung Lateransbasilika. Wenn man da vorbeiläuft, könnte man da mal vorbeilaufen, wenn du möchtest. Oh, das wäre cool, das den Leuten vorzustellen. Müssen wir uns jetzt 2 Zeitungen holen, da die, weißt du, so ganz klassisch mit den Löchern drin, so okay, keiner sieht uns. Wir sind, Janina und Annette sind auf Geheimagenten-Tour. Inkognito unterwegs. Oh, Die richtige Spioninnen. wow. Es wird spannend. Sieht uns jemand ein? Du kannst hier übrigens den ganzen Tag über 24 Stunden Blümchen hier kaufen. Mal schnell bei deiner Frau entschuldigen. Dann schnell noch als Blümchensträußchen Oder so, geholt. jetzt werde ich einen grünen Daumen entwickeln. Jetzt kaufe ich mir einen Kaktus oder so. Weil Erzähl! hier an der Kirche, einmal im Jahr, findet was ganz Besonderes statt, wo alle Leute, die Hunde, Katzen, Papageien, Schildkröten haben, herkommen, eine Messe mitfeiern an dem Sonntag. Und da werden, halte ich fest, alle Tiere gesegnet. Du darfst mit jedem Tier da rein, Katzen in den Transportboxen, Hunde dürfen so rein, alle haben gebellt. Aber in die Kirche oder hier Nee, davor? tatsächlich in die Kirche. Und wenn man dann rauskommt, wartete so ein Polizeiorchester und dann wurde noch vom Priester hier nochmal jedes Tier gesegnet. Die Hunde auf dem Arm, die Katzen, die Papageien, die rumflogen im Käfig. Das machen die traditionell einmal im Jahr. Das haben die früher hier vorne an der Straße gemacht, an der Carlo Alberto, wo schon Goethe stand und sich der gewundert große hat. Goethe. Ja, der Goethe hat nicht mal mehr ein Pferdetaxi gefunden. Weil wo sind die ganzen Pferde hin? Und dann waren die alle da im 18. Jahrhundert und wurden an dem Tag gesegnet. Ach, was für eine Ja. coole Geschichte ist das denn? Goethe war Irre. sehr verwirrt. Alle waren schön verkleidete Ja, das kann Tiere. ich mir vorstellen. Das wäre heute das Taxi-Streik. Damals alle Tiere wurden gesegnet. Deswegen, da wurdest du gesegnet. Witzig. Oh, das ist hier so. So, jetzt Buongiorno. Und ganz klassisch wieder Markthalle. Ne? Genau. Tatsächlich war das Ganze, was du hier siehst, eigentlich war das ursprünglich auf der Piazza, die wir schon gesehen haben. Ach, hier war es im 1913, Platz? genau, 100 Jahre. Okay. Und jetzt seit 2001 etwa haben die hier die Markthalle errichtet, wo man wirklich jetzt das beste Obst, Gemüse, alles hier aus der Region, aus Rom bekommt. Danke. Guck heute ganz klassisch zum Dienstag. Also gibt ja wahrscheinlich hier immer Fisch, ne? Ja, ja. Aber der frische Fisch gibt es immer dienstags und freitags in Italien. Oh mein Gott, guck mal, was ist das denn? Guck mal, hast du sowas schon mal Nee, das gesehen? sind die berühmten Ampalaya. Was, ist es berühmt? Ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. Ampalaya. Aber es sieht wunderschön aus. Ja, Zu schade zu essen, oder? kann man am Baum hängen. Ja, ja, jetzt Oder? passend. Keine Ahnung, sieht so.
Aber das sieht ja Annette, witzig das aus. ist super schön, super beeindruckend. Ich zeige dir nachher aber noch meinen Gemüsehändler des Vertrauens, meine Gemüsehändlerinnen des Vertrauens. Die sind auch früher auf dem Markt gewesen, auf der Piazza. Der Opa schon, der Nonno schon, der Großnonne. Also der Generation schon schon Gemüse- seit und Jahren, Obsthändler. Ach, komm. Jahrzehnten. Und da gehen wir nachher hin. Stelle ich dir die mal vor. Ah, sehr cool. So authentische Römer. ne? Richtig, So richtig. richtig. Salz. Salz war ja auch lange das Gold, das eigentliche Gold, ne? Stimmt. Ja, Salaria und hier kann man dann einen kleinen Schinken für zu Hause Ja. und zu Weihnachten, ne? Wenn die hungrige italienische Familie kommt. Also schau mal, auch hier, Via Buonarroti. Also, tatsächlich auch Michelangelo benannt. Genau. Ja, Und der Straße jetzt hier Mr. Plink, da kann man super Ravioli essen, bauen. Oh, da müssen wir ja mal eins probieren. Oh, hier ist ja Roscholli. Genau. Wie viele Läden haben die denn mittlerweile, Roscholli? Weil die Hauptläden von Roscholli, dem berühmten Forno, sind ja eigentlich so beim Campo di Fiori, ne? Ja. Und der? Aber da gibt es mittlerweile einige. Guckt und schaut auch hier rein. Roscholli. Sind ja auch weihnachtlich, oder? Brutti, guck mal, wie süß, guck mal, was hier Ja. steht. Brutti ma buoni. Heißen die wirklich so? Hast du es gelesen? Brutti ma buoni. Heißt also übersetzt, ne? Hässlich, aber gut, ja. Ne, was du dir kannst du mit nach Hause nehmen, hast du gleich Gemüse gemacht. Dann ist ja sowas interessant hier, ne? Hast du die Puntarelle und die gibt es tatsächlich nur in Rom. Ja, so. Guck mal, du bist so bekannt in dem Viertel. Janina, die legen sich sogar schon einen roten Teppich aus. Ja. Für Freo, ja. Boah, für Freyo. So, Du dich nicht so Jana. an deinen Scheffel stellen. Das ist ja alles für die Janina gemacht hier. Guck mal. Ah, guck mal, hier ist es sogar ein indisches Restaurant. Na, also, was hast du also? Asiaten, Indisch. Ach, guck mal, wie hübsch das aber hier aussieht. Guck mal, da gehen wir doch mal rein. Mal. Oder wie war das? Wenn Sie Allergien oder Unverträglichkeit haben, bitte fragen Sie nach unseren Lebensmitteln an, unsere Getränke. Geiles Konzept. Du musst also die Getränke fragen. Wir sind bereit, Sie in der besten Weise zu beraten. Okay, die Getränke. Boah, hier haben fahren die Getränke noch mehr Stellenwert. Weißt du, wir tun immer diese Getränke so unterscheffeln, so sottovalutieren, ja? Fragen Sie die Getränke, das tue ich täglich. Täglich frage ich die Getränke nach ihrer Meinung. Bellissimo. Bello, guarda Krishna 13. Also wenn man irgendwann mal sagt, jetzt habe ich schon 7 Carbonara gegessen, jetzt möchte ich mal was anderes probieren, dann ist natürlich das Viertel auch hier also sehr empfehlenswert, gell? Ja. Ja, und das wussten halt eben schon jetzt in den letzten Jahrzehnten halt die ganzen, auch viele Leute, die im Film arbeiten, die hier auch leben, also so Kostümdesigner, die dann Cinecittà Ach komm, erzählen die. Hier in dem Viertel Genau. wohnen viele wichtige Menschen. Wichtige Menschen, richtig? Also, zum Also nicht einen- nur Janina, okay. sondern eben dann tatsächlich auch wirklich so ein paar Stars. Regisseure, also Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza auf der anderen Seite von der Piazza. Oh, ob wir bei dem mal klingeln können, ob wir bei dem Kaffee kriegen? Also auf jeden Fall hat Freo schon mit seinem Hund gespielt. Oh. Ja. Er bringt natürlich seinen Hund nicht selber in den Hundepark, sondern das macht die Dogsitterin. Aber da gibt es eine Hundesitterin für. Aber ja, Freo hat mit dem Hund gespielt. Und William Dafoe, Spider-Man, der wohnt auch hier, der wohnt Richtung Calabria. Das ist der Geheimdienst. Hier unten Nee, oder da? Warte mal, hier unten der Geheimdienst. Es sieht auch schon sehr geheim aus. Ich auch wollte gerade sagen, hast du jetzt den Schlüssel hier? Warte, Kram. Okay. Nur hier, nur die Janina, weil sie mal beim Geheimdienst in Berlin gearbeitet hat, darf sie hier rein. Haha, Rio, los. Das ist unser Spürhund. Los geht's. Okay, Achtung, Spürhund. Okay. Pero Mamma mia, che bel palazzo. Sì, Schön ist er sì. schon. Sieht so oben ein bisschen aus wie der Reichstag hier. Ist Ja, so das weit- ist, finde, es ist tatsächlich, wenn du in Berlin auf den Dächern stehst, hast du bei der amerikanischen Botschaft, sieht es genauso aus. Guck mal, ist so ein bisschen San Francisco-mäßig. Ne? Aber da kann man so ein bisschen Ah. diese Art von den Hügeln wirklich sehen. Ja. Klar, aber der Esquilin ist tatsächlich der höchste Hügel. Ah, der ist, wenn Esquilin man- ist der höchste von den 7 Hügeln Roms.
Ja, dann, wenn du jetzt hier rechts guckst, das ist Forno Conti. Das ist eine ganz berühmte Bäckerei, Café würde man bei uns sagen. Vorne, Ofen, Ja, gell? machen Brot tatsächlich. Die machen so ein richtig leckeres, dienstags gibt es mal so Schokobrot. Das ist richtig lecker, ja. Also Sollen wir mal so eine Schnecke probieren? gerne. Guck mal, hier ein Cinnamon Roll. Guck mal, wow. Okay, es sieht aber richtig gut aus. So, wie teilen wir das jetzt hier einmal? Wir hätten jetzt links und rechts reinbeißen können, so wie Susi und Strolz. Nee, Strolz. Strolz. Der Strolz. Oh, das sieht gut aus. Ja, okay, einmal reinbeißen. Geil. Oh. No. Ah, lecker. Und Zimt ist ja auch so weihnachtsmäßig. Nee, ist nichts für Hunde. Na. Na. Wir geben mal unserem Kameramann auch was, der darf ja auch mal reinbeißen, oder? Ja, wo willst du reinbeißen? Da ist der Kameramann, lecker. Ja. Gut so. Sprich nicht mit vollem Mund. Sehr gut. Ja, und hier gibt es wunderbares Gemüse, frisches Obst, alles aus der Region. Familienbetrieb. Ach komm. Buongiorno. Buongiorno. Ah. Das heißt, hier kommst du, weil du ja in der Nähe wohnst, auch Genau. deine Orangen und Ja. Nein. dein Gemüse kaufen. Ich finde ja in Italien total verrückt, dass es so viel, eine Vielfalt an Wintergemüse gibt. Voll. Ja. Dinge, von denen haben wir noch gar nichts gehört. Und das Schöne ist, die sagen einem auch bei Italienern, die fragen dann, was machst du jetzt damit, wenn ich sage, ich kaufe Blumenkohl. Und dann, wie kochst du den? Und dann hab ich immer, keine Ahnung. Und dann sagen die, ich gebe dir ein Rezept. Und dann Ja, haben die das immer finde ganz ich, viele Ideen. das ist tatsächlich auch eine Sache, die will auch, wenn du zum Fischhändler gehst. Dann machst du ein bisschen da rein, ein bisschen Pomodoro, ein bisschen Aglio. Ja, und ma è tutto sistemato benissimo. Tutto, no. Schau, wie poi le uova von glücklichen Hühnern hier. Das ist wieder ähnlicher dem Spinat. Aber guck, kommt alles aus Latium, alles von hier, gell? Wir kennen ja den typischen Brokkoli. Ja. Aber guck mal, die sind aus Sizilien hier, Siziliani. Aber diese Broccoletti, die hier so mit den Blättern sind, und dann hast du so kleine, normalerweise so kleine Brokkoli-Dinger dran, ne? Wir haben den hinten, diesen Romanesco, haben die da hinten noch den Shirt. Darf ich hier die Clementinen nicht bezahlen, so eine Tüte? Also hier, hallo, machen wir aber jetzt mit einer deutschen Streifen hier. Allora facciamo questo per caffè però. Non esiste. Dai, grazie. No. Veramente, grazie, grazie. Che bella scopertura. No, stiamo scoprendo, vabbè, grazie a Giannina, l'Aquilina Esquilino. Stiamo facendo, sì, per consigliare ai turisti che cosa si può fare qua, che cosa si trova. Tipo, vi ho detto che lei è la capa, che è questa agenzia tedesca qui, nel senso italiana, però fa solo i trofei tedeschi. E lavoro con lei. Sì. Speriamo di svolgere un tour anche sull'Esquilino, perché tutti corrono di là di qua, però queste sono cose belle, no? Sì, da far vedere. Per questo vi ho già spiegato che voi quasi i nonni di voi, no? Sì, Avevano ancora Il mercato, sì. Ecco. Dove sta la cinepresa? 900. Tieni caro. Quello invece è 1980. Il banco. Oh, ich liebe diese alten Schwarz-Weiß-Bilder hier, guck mal. Wo sie noch im Platz waren, also Familientradition, Gemüsehändler. Quando è nato il mercato. Sì, Prima della prima guerra mondiale. bellissimo. C'ha un po' d'anni. Sì, sì. Perché? Però... Poi... E poi vedi, quelli là erano i chioschi del mercato, perché- dopo di quello sono venuti quelli. Era il buco perché il cemento è andato sotto e si vede, praticamente saranno almeno 2 metri sotto ed è tutto vuoto. Incredibile. Incredibile, infatti ci stanno tipo dei pezzi di legno così e così. Capito? Come per tenere il marciapiede, insomma. Tipo uno scheletro, ecco, però sotto è vuoto. Grazie, buona giornata. Grazie Grazie mille, ciao, ancora. Total interessante Geschichten, ne? Also, dass der Urgroßvater ja hier in der Nazizeit die jüdische Bevölkerung haben die versteckt, ne? Denn hier unten drunter war mir gar nicht bewusst, hast du das gewusst? Nee, mir auch nicht. Dass unterirdische ganz viele Galerien sind, die bis zum Kolosseum führen, ja? Verrückt. Wo es eine Menge Ratten gibt, ne? Wo es übrigens eine Menge Ratten gibt, genau. Hatte mal das Angebot, da durchzulaufen, aber sie hatte Angst. Aber das wäre ja mal spannend, da runter zu gehen. Aber jetzt, wo sie es gesagt hat, das sind halt alles
Palazzi, ne, aus dem 18. Jahrhundert, die also nach dem Vorbild von Torino gebaut wurden, weil die Hauptstadt wird ja dann nach der Einigung Italiens, ne? Ja. Torino. Und dann wollten die also ähnliche Häuser hier bauen. Deswegen haben auch alle ja dieselben, man sieht ja unter dem Portici das schöne Mosaikfußboden. Also bevor wir da vorne gleich durch den schicken Bogen gehen, zeige ich dir noch was anderes. Und zwar zeige ich dir die Untergründe, kleine, aber feine Untergründe. Und zwar sind es auch Reste von dem Bogen da vorne. Schauen wir uns mal an. Machen wir eine Zeitreise in die Antike. Unbedingt, immer gerne. Ja, in Rom gibt es ja viele Untergründe und viele tatsächlich gar nicht bekannt. Und ich muss dir gestehen, selbst die kannte ich noch nicht. Andiamo. Schauen wir mal. Roman World. Ok, lascio. Hier wieder tutti questi cestini. Oh, das ist aber ja so klein ist das ja gar nicht. Die unteren Reste von dem Bogen, den wir draußen gleich sehen werden, das ist nämlich die ursprüngliche Porta Esquilina, weil das war ja alles eben außerhalb der Stadtmauer. Das heißt, ne, das ist hier eigentlich, weil dieser Bogen, den wir da sehen, nämlich so dreifach so groß mit 3 Bögen und hier sind sogar noch Reste zu finden von dieser Porta Esquilina, von dem großen Eingangstor. Prinzipiell das wie so ein Eingangstor, ne? Ja. So in die Stadt, also in die Stadt rein. Glaube die 17. Janina sagt jetzt was über den Bogen, okay. Hier sieht man nämlich noch Teile, naja, zumindest von diesem Bereich hier des Bogens, des heutigen Galenus-Bogens, der dann später nochmal restauriert wurde. Und eigentlich war aber diese Porta Esquilina, der Eingang an der republikanischen Mauer, war 3-mal so groß. Also diese Bögen fehlen jetzt aber. Die sind jetzt halt quasi, wären jetzt da, wo die Kirche heute steht. Das heißt, der ist auch noch aus republikanischer Zeit. Genau, die Ursprünge, ja. Wow. Was hast du jetzt hier, Janina? Eine Ravioleria, also was wäre es bei uns? Teigtaschen. Genau, Mr. Pling, ne? chinesische Diese Teigtaschen hier mit Bauzi oder halt so kleine Ravioli hier. Nachgeschlossen. Wir sind noch zu früh dran, ja? Wir machen erst um 11 auf. Es ist erst um 12. Also das heißt, wir müssen noch her. Kam jetzt ein Einheimischer, ja, von Nationalität, der hat einfach die Tür aufgerissen. Beim Personal ist alles drin und ist. Das ist halt der Unterschied, ja. Wir Deutschen gucken dann, okay, Tür ist zu, ja. Wir essen da, das Personal ist alles. Aber sagen, komm einfach rein, ne? Ja. Essen Sie denn? Probieren wir jetzt mal die Ravioli hier, ja? Yeah. Ganz modern hier. So, und die steht ja nicht ohne Grund hier, diese Basilika Santa Maria Maggiore. Hier ist ja ein Miracolo passiert. Was immer noch mal gemacht wird am 5. August, wenn man am 5. August in Rom ist, schneit es hier wieder. Seltsam, eigentlich 45 Grad und jetzt schneit es. Warum? Weil im Jahr 358 nach Christus dem Papst Liberius ist die Maria erschienen und hat gesagt, du musst an einer Stelle am Esquilin, da wo es schneien wird, am 5. August, sollst du eine Kirche bauen, eine Marienkirche. Und deswegen hat es am nächsten Morgen auf einmal an dieser Stelle geschneit. Es lag Schnee und deswegen haben wir heute diese tolle Kirche. Es geschehen immer noch Wunder. Ja. So, noch ist hier nichts los, wir haben Glück. Nächstes Jahr wird mit Sicherheit hier viele Schlangen sein. Denn das ist ja eine der 7 Kirchen, die auf der Liste der Pilger stehen muss.
Genau, und hier öffnet im Januar die berühmte Heilige Hier ist Pforte. im Januar. Oh, guck mal, hier unten hast du die Parkplätze vom Vatikan. SCV. Schau mal, stehen da alle da. Da fährt das normale Volk hier, Taxistand. Und da SCV, das sind nur die Vatikanautos. Die aber auch nicht parken. Aber ich also weiß nicht aber, ordentlich parken. Also guck mal, wirklich, der Smart dazwischen drin, alles kreuz und quer. So, wir müssen ein bisschen arg arbeiten. Bitte abonniert diesen Kanal, damit wir uns irgendwann diese Dachterrasse leisten können. Und dann tun wir alle Abonnenten, so wie Mr. Beast, dann darauf einladen und machen eine Hausparty da oben. Versprochen. Versprochen. Machen wir, bitte. bitte. Liken, kommentieren, lass uns YouTube-Stars werden. Bitte. Wobei man das Gefühl hat, ne? Hier hängt fast die Decke durch. Ne? Ja, voll. Sagt man, das ist das erste Gold. Ja, aus Amerika. So, und das ist ja auch interessant. Ne? Heute, boah, so unser Traum ist es, mal nach Amerika zu fliegen. Damals wollte ja kein Mensch nach Amerika. Man hatte gerade Amerika neu entdeckt. Was gab es da? Gold. Ja? So, viele wollten das Gold, aber kein Mensch wollte nach Amerika Überfahrt machen. Und da gibt es in Rom die Legende, die Römer haben ja immer schon mal gern ein bisschen Vinello getrunken, dass man dann so Kescher vom Papst, oder sag mal Kescher, diese Fänger, ne, auf den römischen Bars gewartet haben, bis die besoffen waren. Ne, und dann hat man die einfach, zack, Sack drüber. Und am nächsten Morgen, als sie wieder einigermaßen nüchtern waren, befanden sie sich auf dem Schiff, gehen Amerika wieder. Ne? Und in Rom waren da mal so viele Ehemänner verschwunden, dass die ganzen römischen Ehefrauen auf dem Petersplatz haben protestiert. Und ab da soll dieses Kidnapping aufgehört haben. Ja. Liegt hier der berühmte Architekt Bernini. Wollen wir mal gucken? Ja. Das finde ich ja das Interessante. Das ist der große Künstler Bernini und ist ja auch einer der wichtigen Architekten von hier. Am Ende auch einfach ganz simpel. Einfach nur so eine Grabplatte hat. Ne? So, guck, jetzt kommen wir gleich. Guck mal, aber ist auch heute, ne, kommen alle strömen zu ihm. Also Superstar seiner damaligen Zeit schon. Viele werden ja erst tatsächlich später Superstars, aber Bernini war ja schon zu Lebzeiten ein grande Influencer. Aber das ist doch, wir haben Planänderung gemacht. Wir haben eigentlich noch 10 Spots gehabt. Das Video endet jetzt hier, Leute. Denn wir müssen jetzt ein Aperol hier trinken gehen. Bar de Brasil. Wenn euch der Esquilin-Hügel gefallen hat, dann Kanal abonnieren. Video liken und bis zum nächsten Mal. Wie seht ihr, wenn man das jetzt? Was? Sollen wir es andere so packen? Die Treppe runtergehen kann man aber dann mit ausbuddeln. Ja, toll, hä? Ja. Wow. Und hier oben sieht man schon die Leute, die morgens gleich Sport machen. Oh, Ja, auch mitmachen gleich. Bisschen verspannt bin Ganz ich synchron, auch immer ne? so, ne? Wo ist der Freyo? Wo ist der Freyo? Wo ist der Freyo? Freyo, du bist hier Star im Video. Mitmachen, komm. Zacki, zacki.